Jetzt geht sie los, unsere Safari. Das ist hier der populärste Nationalpark in Tansania. Und wir sind gespannt. Hier gibt es eine riesen Tierpopulation. Und ja, viel Spaß auf unserer Safari. Um diesem Nationalpark Jack eine Struktur zu geben, habe ich ein kleines Inhaltsverzeichnis für euch angelegt. Was natürlich die meisten bei der Idee, eine Safari zu machen, interessiert ist: Was macht den Tarangire Nationalpark zu einem der beliebtesten und meistbesuchten Nationalparks in Tansania? Und diese Antwort gliedert sich in folgende Punkte. Erstens hat der Tarangire nach der Serengeti die zweithöchste Wildtierkonzentration Tansanias. Hier hat man während der großen Tierwanderungen 30.000 Zebras, 25.000 Gnus, 3.000 Elefanten, 700 Löwen und 450 verschiedene Vogelarten. Alle der Big Five Wildtiere kann man hier leider nicht erwischen, denn Nashörner gibt es nur im Ngorongoro-Krater Nationalpark und der Serengeti. Zweitens ist der Park landschaftlich sehr abwechslungsreich. Von Flusslandschaften und Feuchtgebieten über hügeliges Gelände bis hin zur Savanne, die jede Erwartung erfüllt. Darüber hinaus wächst hier der für Afrika bekannte Baobab, der sogenannte Affenbrotbaum, der fast in jedem Bereich des Parks Schatten spendet. Drittens ist der Tarangire mit nur kurzer Anfahrt von Arusha aus auch der attraktivste Nationalpark für Kurzsafaris, wie wir eine gemacht haben. In diesem Bild sieht man auch gut die direkte Nähe zum Lake Manyara Nationalpark, in dem wir einen Tag zuvor auf einem Game Drive waren. Game Drive nennt man übrigens die Jeep Safari und ist kein Videospiel. Die Fahrt von Arusha bis zum Tarangire dauert nur 2 Stunden und führt durch das Weideland der Maasai. Wenn ihr jetzt also sagt, yo, das ist mein zukünftiges Abenteuer, ist die nächste Überlegung, zu welcher Zeit man den Tarangire am besten besucht. Die beste Reisezeit ist natürlich in der Trockenperiode von Juni bis Oktober und von Dezember bis März. Aber von der geografischen Lage und den damit verbundenen Wetterbedingungen in Tansania ist es möglich, den Park das ganze Jahr über zu besuchen. Kommen wir zu den Kosten von so einem Abenteuer. Der Preis für einen Safari-Tag pro Person beläuft sich ungefähr auf 400 bis 500 Euro. Da ist Verpflegung, ein Mittelklasse-Hotel oder Lodge, Fahrtkosten und Guide sowie der Eintrittspreis enthalten, wobei der mit 10% den geringsten Anteil ausmacht. Da aus meiner Sicht eine Woche Safari mega ausreicht, sollte man überlegen, ob man bei der langen Anreise aus ökologischer Sicht nicht noch weitere Highlights dieses Landes dranhängt. Und das haben Anja und ich auch getan. Als erstes sind wir nämlich auf den Kilimanjaro gestiegen und sind nach der Safari nochmal 2 Wochen nach Sansibar zum Surfen und Entspannen. Was nach der Reisezeit aufploppt, ist die Reisevorbereitung mit der Suche nach einem Veranstalter. Hier werdet ihr über die App TripAdvisor, der Suchfunktion bei Google oder eurem Reisebüro mit Informationen gut versorgt. Wir sind über eine Empfehlung einer Bekannten auf den deutschen Tourenanbieter Afromax aufmerksam geworden. Afromax hat auch ein Büro in Moshi, nahe des Kilimanjaro-Flughafens und koordiniert von dort aus alle Reiseabläufe. Hier hat alles super reibungslos geklappt und wir fühlten uns sehr gut beraten. Unser Jeep ist an und für sich für 6 Leute maximal ausgelegt. Wir haben aber jetzt wieder mal das große Glück, dass wir nur zu zweit unterwegs sind, beziehungsweise es auch so gebucht haben. Ich würde empfehlen maximal 4 Personen. Denn so hat man auch genug Platz, um sich frei im Jeep zu bewegen. Hier mal ein kleiner Einblick in unsere Unterkünfte in Arusha und im Tarangire Nationalpark selbst. Welcome in unserer Arusha Safari Lodge. Oh ja, einmal die Dusche.
Das ist doch mal nicht schlecht, ja? Und diese Übernachtung im Nationalpark in den Zelten hat sich voll gelohnt. Denn weit bevor der Park am nächsten Tag öffnet, waren wir schon ab 6:30 Uhr auf Pirschfahrt. Das ist schon wirklich was Besonderes, wenn man hier morgens um 5:45 frühstückt und dann so langsam sieht, wie hier in der Savanne die Sonne aufgeht. Traumhaft. Guten Morgen, John. Very well. Ach ja, noch ein Wort zu den Guides. Denn es gibt auch die Möglichkeit einer Selbstfahrer-Safari. Ich habe beides schon gemacht und ich sage euch ehrlich, ohne Führer seht ihr nur 20% der Tiere in so einem Park. Es grenzt wirklich an Magic, was die Guides hier alles so entdecken. Der nächste Punkt ist, sich Gedanken zu machen über eventuelle Impfungen wie Gelbfieber, Typhus, Tollwut, Hepatitis bzw. eine Malaria-Prophylaxe. Pflichtimpfungen gibt es bei Direktflügen aus Deutschland nicht. Kommt ihr aber aus einem Risikogebiet wie zum Beispiel Kenia, ist die Gelbfieberimpfung Pflicht. Hierzu findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zum Tropeninstitut und zum Auswärtigen Amt. Als nächstes ist das Visum dran. Das könnt ihr über eine lange Internetsitzung vorher online machen. Den Link setze ich euch in die Videobeschreibung. Oder ihr macht es wie wir, dass ihr es problemlos bei der Einreise am Flughafen macht. In beiden Fällen ist eine Gebühr von $50 fällig. Am Flughafen am besten in bar. Der nächste Punkt ist eine Ausrüstung bzw. Kleidung. Die sollte auf keinen Fall in den Farben Blau oder Schwarz sein, denn diese Farben ziehen die Tsetse-Fliege magisch an. Und da diese Fliege Krankheiten überträgt, die kein Mensch haben möchte, beherzigt ihr am besten diesen Tipp. Hier im Bild mit voller Montur mit unserem Guide John, dem ich an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön für die tolle Safari aussprechen möchte. Es macht aber auch im allgemeinen Sinn, eher Braun- oder Olivtöne zu tragen, da ihr so auf weite Sicht nicht so gut von Wildtieren ausgespechtet werden könnt. Oh, what's this? Or a porcupine. Ah, Yes. yeah, really? Yeah. I Nice. just dropped it. Maybe it was too old. Yeah? Then it just fell out. Okay. Yeah. Ha! Ansonsten sind Insektenschutz von No Bite oder Deed ein absolutes Must-Have. Davon gibt es sogar Imprägniersprays für die Kleidung. Was das Kamera- und Fotoequipment angeht, seht ihr alles an Bildern mit meinem Handy oder der GoPro Hero 10 gemacht. Aber eine tolle Kamera mit Teleobjektiv wäre schon nicht schlecht gewesen. Ja, Anja hat jetzt nochmal ein Fernglas bekommen und das Fernglas ist größer als Anja. Ich glaube, die wesentlichen Infos habt ihr jetzt am Start. Sollte euch was fehlen, schreibt es mir gerne in die Kommentarfunktion. Jetzt ist es Zeit für ein paar Impressionen dieser tollen 2 Tage. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Ein besonderes Dankeschön geht an Jens, der mir von seinen Aufnahmen einiges zur Verfügung gestellt hat.
Seine Safaris in Ruanda und Tansania sind einfach der Hammer. Seinen Kanal seht ihr hier oben rechts. Einfach anklicken. Bis zum nächsten Reisebericht.